Wenn du CIO bist und willst, dass deine IT-Teams endlich als strategischer Partner wahrgenommen werden, dann ist dieses Video für dich genau richtig. Ich zeige dir hier, wie du deine Führungskräfte in adressatergerechter Kommunikation schulen kannst, wie du dich selbst entlastest, ohne an Qualität zu verlieren, und wie dein Team endlich eigenständig und überzeugend gegenüber Geschäftsführung, Betriebsrat und Stakeholdern auftreten kann. Bleib bis zum Ende, denn hier erfährst du, was es dir bringt, dein Team dazu zu trainieren mit messbarem Effekt. Und ich verrate dir, warum klassische Rhetoriktrainings nicht ausreichen und was ich anders mache. Willkommen bei Neurotalk, deinem Schlüssel zur Innovation durch Kommunikation. Ich bin Alice Mustier, Kommunikationstrainerin mit über 10 Jahren Erfahrung in der Begleitung von Logikern oder Kopfmenschen. Das Problem vieler CIOs: Kommunikations-Blackbox. Vielleicht kennst du es auch. Wir machen tolle Projekte, aber keiner kriegt es richtig mit. Oder die IT wirkt nach außen wie ein reiner Dienstleister, Service-Dienstleister, statt als Innovationstreiber. Oder die Geschäftsführung versteht nicht, warum wir für Projekte ein gewisses Budget brauchen. Und am Ende sitzt du wieder alleine vor dem Pitch-Deck, weil es sonst niemand durchbekommt. Die Realität: deine Leute können Technik, aber sie haben nie gelernt, über Technik zu sprechen und andere Menschen, also Nicht-Techniker, für Technik zu begeistern. Vor allem nicht für Stakeholder, also Geschäftsführer, Datenschutz, Betriebsrat und alle, die letztendlich Geld, Zustimmung oder Ressourcen freigeben, was langfristige Projekte oft scheitern lässt. Vielleicht planst du gerade Projekte wie ein zukunftsfähiges IAM-System, die Etablierung eines Shadow-IT-Monitorings, eine automatisierte Datenklassifizierung, ein IT-Sicherheitsframework für das gesamte Unternehmen oder die Integration von KI-basierten Prognosetools. Solche Vorhaben werden oft als zu groß, nicht dringend oder zu teuer abgestempelt, obwohl sie mittelfristig massiv Kosten sparen oder Risiken minimieren würden. Warum werden sie nicht finanziert? Weil niemand ihren Mehrwert richtig vermitteln bzw. die Geschäftsführung den Mehrwert noch nicht versteht. Was normale Kommunikationstrainings oft nicht leisten, sind nämlich: viele denken bei Kommunikation sofort an Rhetorik, Körpersprache, Präsentationstraining. Aber ganz ehrlich, wenn die IT-leitende Person die falsche Story erzählt, dann helfen auch keine sicheren Hände oder eine gerade Haltung. Was es wirklich braucht, ist Verständnis für Denkstrukturen. Und zwar die von Technikern und IT-Lern, nämlich Logikern. Mein Ansatz basiert auf 10 Jahren Arbeit mit Logikern. Absolute Talente in ihrem Gebiet, aber eben kein Verständnis dafür, dass die Welt um sie herum völlig anders tickt und ihre Sprache eben auch meist nicht versteht. Um dir ein Beispiel zu geben: Michael Poss war ein Teilnehmer einer meiner Vorträge. Er sagte, Alice hat es geschafft, mich aus meiner technischen Gedankenwelt in eine strukturierte Führungswelt zu überführen und meine Rolle als Coach für meine Mitarbeitende zu erkennen. Es war ein emotional begeisternder Vortrag und sie schafft es, uns auf ihre Gedankenreise mitzunehmen. Und genau das ist der Unterschied. Ich übersetze nicht nur Technik in Business, ich helfe deinen Leuten, sich selbst zu übersetzen. Also sich selbst erstmal besser zu verstehen. Denn um meine Gedanken verständlich auszudrücken, muss ich sie selbst erstmal richtig sortieren. Aber jetzt kommen wir zu deiner Rolle als CIO. Ermöglicher statt Dauerfilter. Das wäre doch dein Ziel, oder? Wenn du jedes Deck immer selbst verifizieren musst, dann passiert genau das. Du wirst zum Flaschenhals. Deine Leute entwickeln sich nicht weiter, deine strategischen Projekte bleiben liegen. Ein CIO sagte mir mal, wenn ich nicht jede Präsentation gegenlese, geht sie schief.
und das IT-Projekt wird wieder nicht genehmigt. Aber ich will nicht mehr alles selbst machen müssen. Und genau deshalb entwickle ich mit CIOs gemeinsam systematische Programme, die ihrem Team genau das beibringen. Also Perspektivwechsel, wie sieht mein Thema aus Sicht der Geschäftsführung aus und was ist der Vorteil für die Geschäftsführung und auch Storytelling für IT-Projekte. Also mit echten Business-Zahlen, ganz wichtig, denn Stakeholder wollen immer Zahlen sehen, damit sie den Nutzen verstehen. Und Umgang mit kritischen Rückfragen. Außerdem auch Sicherheit in hybriden oder politischen Gremien. Also mein Angebot. Ich biete keine Tagesseminare mit PowerPoint und Catering an, sondern ein strukturiertes, wirksames Enablement-Training für deine Teams mit messbarem Effekt. Weniger Korrekturschleifen, die du leisten musst, höhere Erfolgsquote bei der Geschäftsführungsentscheidung, mehr Sichtbarkeit der IT als strategischer Partner und eben nicht nur als Service-Dienstleister. Das Ganze individuell angepasst an deine Branche, Unternehmenskultur und Teams. Denn Sichtbarkeit braucht Sprache. Und zwar die Sprache der Adressatengruppe und nicht die eigene. Wenn du als CIO willst, dass deine IT als Treiber wahrgenommen wird, musst du nicht alles selbst machen. Aber du musst die Voraussetzung schaffen. Also entlaste dich, befähige dein Team und sorge dafür, dass eure Projekte auch als das verstanden werden, was sie sind, nämlich zukunftssichernde Investitionen. Wenn du Interesse hast an meinem Training, dann melde dich gerne. Lass uns gemeinsam dein Team so aufstellen, dass du nicht mehr nur ein Sprachrohr bist, sondern dich endlich auf das Wesentliche deines Jobs konzentrieren kannst, was dir auch Spaß bereitet. Und wenn du direkte Ideenunterstützung haben möchtest, wie du beispielsweise Cybersecurity-Projekte von der Geschäftsführung genehmigt bekommst, wie du deine Argumentation strategisch aufbaust und auf die bisherige mangelnde Cybersicherheit aufmerksam machst, dann schau dir hier dieses Video an oder auch hier den Kanal für CIOs, wo du in Zukunft jeden 2. und 4. Dienstag weitere hilfreiche Tipps erhalten wirst. Und den Link zum kostenlosen Erstgespräch findest du unten in der Videobeschreibung. Also, abonniere unbedingt den Kanal, wenn du regelmäßig Tools und Praxisbeispiele bekommen möchtest, mit denen du als CIO wirksam kommunizieren kannst, ohne ständig alles selbst machen zu müssen. Bis bald und bleib sichtbar!